In diesem Video zeige ich dir, wie du Virl auf deinem Server installieren kannst. Davor solltest du allerdings darauf achten, dass du über Adminrechte verfügst, dass du mindestens 4 Portgruppen auf dem Server erstellen kannst und dass der Port 4505 und der Port 4506 TCP Outbound auf der Firewall freigegeben sind. Systemanforderungen für den Server sind mindestens 2 logische CPU-Kerne, empfohlen sind allerdings 4 GB Arbeitsspeicher, wobei 8 empfohlen sind und im besten Fall hat man 16 GB zur Verfügung, 100 GB Festplattenspeicher, eine Intel CPU mit Intel VTX EPT Feature und VMware ESXi mit der Version 5.1 U2, 5.5 U2, 6.0 oder eine neuere Version. So, dann gehen wir direkt mal in die Praxis. Dafür öffnen wir unseren Browser, in meinem Fall Chrome, und geben die IP-Adresse unseres Servers, auf dem ESXi läuft, in die Adresszeile ein und verbinden uns damit. Da müssen wir uns dann mit Adminrechten oder mit dem Root-Benutzer anmelden. Wenn wir dann angemeldet sind, können wir hier links auf Netzwerk drücken und Portgruppen hinzufügen. Dafür drücken wir hier auf Portgruppe hinzufügen. Benennen Sie Flat. Die WLAN-ID lassen wir auf 0. Dann können wir hier noch einen virtuellen Switch einstellen. Und wichtig ist bei der Sicherheit, bei allen 3 auf Akzeptieren zu drücken. Das Ganze wiederholen wir 3-mal für Flat, Flat 1 und SNAT. Wenn wir die 3 erstellt haben, müssen wir noch 2 weitere erstellen, bei denen wir bei der Sicherheit allerdings nichts ändern müssen. Und die nennen wir int und Management, die ist für das Internet zuständig. Jetzt gehen wir hier links auf virtuelle Maschinen und erstellen eine neue VM. Ich mache das Ganze von einer OVA-Datei, deswegen wähle ich das aus, gebe ihr einen Namen, in meinem Fall virl IT. Hier kann ich dann das OVA-File, welches ich mir vorher bereits besorgt habe, hineinziehen, weiter drücken. Hier könnt ihr den Speicher auswählen, wo ihr das Ganze dann haben wollt. Dann hier wählt ihr bei VM Network das Management aus, bei Flat, Flat 1 und immer das zugehörige. Bei Festplattenbereitstellung wählt ihr FIC aus und ihr wollt ihn normalerweise nicht automatisch einschalten, damit ihr schneller Snapshots erstellen könnt. Hier könnt ihr nochmal überprüfen, ob alles so ist, wie ihr wollt. In meinem Fall stimmt alles und auf Beenden drücken. Jetzt wird die VM erstellt und hier unten können wir auch sehen, wie weit das Ganze fortgeschritten ist. So, die VM ist jetzt erstellt. Das dauert recht lange. Es kann 1,5 bis 2 Stunden dauern. In meinem Fall hat es jetzt ungefähr 1 Stunde 40 gedauert. Und wenn das der Fall ist, dann können wir hier bei virtuellen Maschinen die sehen. Wir drücken hier auf virl IT und bearbeiten diese, damit wir die virtuelle Hardware anpassen können. In meinem Fall der Arbeitsspeicher, 8 GB sind zwar gut, aber es ist besser, wenn man mindestens 16 GB hat, damit man auch wirklich etwas anfangen kann mit Virl. 100 GB Festplattenspeicher ist ausreichend für mich und das reicht eigentlich auch schon alles. Können wir wieder auf Speichern drücken. Und damit ist unsere VM eigentlich fertig eingestellt. Jetzt können wir einen Snapshot erstellen, indem wir hier auf Aktionen drücken und Snapshot erstellen. Einstellungen vorgenommen und dann einen Snapshot erstellen. Jetzt können wir unsere VM starten, indem wir hier oben auf Einschalten drücken. Und dann können wir, wenn wir hier auf das Bild drücken, die Konsole öffnen. Hier wählen wir Ubuntu aus. Dann fährt die Maschine hoch. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Willkommen. Sehr gut. Hier ist dann nochmal eine kurze Hilfe zu den Steuerungen. Dann können wir den Hostnamen eingeben. Hier ist zu beachten, dass der Hostname nur in Kleinbuchstaben sein darf und auch keine Sonderzeichen enthalten darf.
Der Domainname ist in meinem Fall jetzt virl-it.at und der NTP-Server darf so bleiben. Next, das wollen wir auch so lassen. Hier die wollen wir auf statische IP-Adressen vergeben. Wichtig ist hier mit Leertaste auch wirklich auswählen und nicht einfach auf Next zu gehen. Hier können wir jetzt die statischen IPs konfigurieren. Jetzt können wir die Passwörter konfigurieren. Hier ist auch zu beachten, es dürfen nur Buchstaben oder Zahlen sein, keine Sonderzeichen. Genauso beim Projektnamen darf auch kein Sonderzeichen enthalten sein, auch kein Leerzeichen, sondern nur Buchstaben und Zahlen. Und wir wollen den Cluster nicht enablen. Hier können wir nochmal alles überprüfen, ob alles richtig eingestellt ist. In meinem Fall ist das der Fall. Und bestätigen und beenden. Jetzt dauert das Ganze ein bisschen zu konfigurieren. Nach einem Zeitsprung von 8 Minuten ist das Ganze jetzt fertig und startet neu. Jetzt können wir das Ganze wieder schließen, das Fenster, und haben die VM richtig konfiguriert. Nun können wir noch die Lizenzen aktivieren. Dafür gehen wir auf die eben erstellte VM im Browser und geben da die entsprechende IP ein. Dann können wir uns bei UVM anmelden mit dem Benutzer UVM-Admin und dem eben gewählten Passwort. Und dann sind wir hier angemeldet. Jetzt gehen wir hier auf den VL-Server und auf Salt Configuration and Status. Das kann wieder ein wenig dauern, bis das alles geladen hat. In meinem Fall hat das Ganze jetzt circa 3 Minuten gedauert, bis diese Seite geladen hat. Hier können wir jetzt auf Reset Keys and ID drücken, dann auf Load Config File und dann hier an Config File eben laden. Wenn wir das gemacht haben, können wir hier auf EU drücken und dann hier auf Regular Use gehen. Bei der E-Mail-Adresse haben wir bei uns info@virl-it.at. Dann auf Reset drücken. Und nochmal ein bisschen warten. Zurück im Salt Configuration und Status Menü kann es sein, dass noch ein paar Sachen rot sind. Das ist aber kein Problem, denn wir drücken einfach mal auf Check Status Now und in den meisten Fällen dürfte dann wieder alles grün sein. Das kann jetzt wieder einen kleinen Moment dauern. So, es ist jetzt fertig geladen und in meinem Fall ist alles grün. Sollte bei euch noch immer etwas rot sein, dann könnt ihr im Internet nachschauen und einen anderen Salt-Server suchen und nochmal die Keys und die ID resetten und einen anderen Salt-Server angeben. Außerdem könnt ihr auf System Tools gehen und dann auf Check Health Status drücken. Das dauert jetzt wieder ein kleines bisschen. Und hier können wir dann auch die anderen Services sehen, ob alles in Ordnung ist. Wenn beim Proxy ein gelbes Rufzeichen ist, dann ist das alles auch noch in Ordnung. So soll das sein. Hier sehen wir, alles ist grün. Nun laden wir uns das Programm herunter, mit welchem wir im Endeffekt auch die ganzen Topologien mit virl aufbauen werden. Dafür gehen wir hier links auf Download und laden uns die richtige Version von VM Maestro herunter. In meinem Fall ist das das Setup 64, da ich eine 64-Bit-Version von Windows verwende. Das Ganze kann ziemlich lange dauern zu überprüfen. Sobald wir das fertig heruntergeladen haben, können wir den Wizard einfach starten und durchgehen. Sobald das dann installiert ist, können wir beenden und VM Maestro starten. In VM Maestro wird euch ein kleines Pop-up-Fenster begrüßen, wo ihr dann euren Server angeben könnt, in unserem Fall 2.168.50.110.
mit dem Username virl.it und dem Passwort, welches wir bereits vorhin ausgewählt haben. Nun können wir hier unten auf den Schlüssel drücken und dort sehen wir dann die ganzen Web-Services und können auch die IP-Adresse ändern und hier können wir auch die Master Credentials ändern, sollten wir das wollen. Wenn wir das richtig eingestellt haben, können wir auch schon beginnen, in virl unsere Topologien zu bauen. Seht ihr da? Alles funktioniert.